Ey yo, was geht denn ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf dem Mommy I'm Sorry YouTube-Channel. Mein Name ist AJ, Co-Owner von Mommy I'm Sorry, und heute testen wir die verschiedensten Pflegecremes. Wir machen eine kleine Blindvertestung. Meine wunderbare Assistentin Janice hat sich aus dem Videodepartment zu mir gesellt und wird mir jetzt die Cremes auftragen, die ich dann blind beurteilen werde. Mal sehen, was passiert. Bis gleich! Nein, ich schummel auf gar keinen Fall. Ich bin selber sehr gespannt. Wonach wollen wir eine Tattoo-Creme beurteilen? Erstmal muss sie leicht aufzutragen sein. Sie darf nicht zu fettig sein, da sie sonst die Poren ein bisschen verstopft. Sie sollte eigentlich kein Parfüm beinhalten, da, auch vor allem auf einer offenen Wunde, das Ganze nicht so förderlich ist. Ne? Du musst dir ja vorstellen, eine Tätowierung ist eine Verwundung deiner Haut, eine offene Wunde, und wir möchten, dass sie so schonend verheilt wie möglich. Und die Creme, die wir jetzt hier haben, die ist ein bisschen schwierig rumzutragen, die schmiert ziemlich viel. So, wenn ich jetzt ein Tattoo auf dem Oberarm habe, möchte ich eigentlich, dass sie auch nicht fertig ist, weil sonst viele Fussel etc. drin bleiben können. Diese können dann wieder in die Tätowierung hineingeraten. Dadurch kann eine leichte Entzündung entstehen. Der Geruch ist relativ frisch. Da wird wohl irgendein Parfüm mit drin sein, so. Aber es ist sehr, sehr angenehm vom Geruch. Vom Auftragen her finde ich es ein bisschen störrisch. Persönlich einfach als anstrengend, aber ja, kommt jetzt noch auf die Inhaltsstoffe an. Ansonsten ist es eine sehr frische Creme. Also sie fühlt sich am Anfang ein bisschen weird an, aber nachdem sie jetzt aufgetragen ist, ganz nice. Doch, finde ich cool, finde ich cool, finde ich cool. Das war Tattoos Friend, Tattoo Care, Daily Care, Tattoo Butter, Pro Color Complex, UV6 Protection, Avocado, Aloe Vera, Macadamia von Tannimax. Crazy, habe ich noch nie gehört. Wird in Deutschland produziert, Body Cosmetics International GmbH. Keine Parabene, keine Paraffine, dermatologically tested. Okay, das ist ja mehr so eine Body Lotion, finde ich sehr cool. Da ist ein leichter UV-Schutz drin. Ganz wichtig, bei UV-Schutz musst du abends unbedingt abwaschen. Da der UV-Schutz, je nachdem womit der generiert wird, musst du dir so vorstellen, dass so kleine Schutzplättchen auf deiner Haut verteilt werden, die dich dann vor der Sonne schützen. Diese können aber in die Haut eindringen, und je nachdem, was das für ein Stoff ist, kannst du eine Sensibilisierung erleiden, wodurch eine Allergie in Erscheinung treten kann. Inhaltsstoffe, ganz viel Wasser, Aqua. So, da ist Panthenol drin, das ist auf jeden Fall sehr gut. Da ist ein bisschen Avocado-Butter drin, Macadamia, das hört sich sehr fancy an, sehr nice. Sehr viele Öle, sehr viele Fette. Jo. Finde ich, glaube ich, ganz cool für jemanden, der viel in der Sonne ist und seine Tattoos vor der Sonne schützen möchte. Wie gesagt, Verpackung finde ich jetzt ist nicht mein Geschmack, muss ich sagen. Durch den UV-Schutz würde ich, glaube ich, das eher schon für abgeheilte Tattoos empfehlen und nicht für frische Tattoos, da du diesen UV-Schutz nicht auf frische Tattoos auftragen solltest. An sich Sonnencreme bei Tätowierungen erst so frühestens 2 Wochen nach dem Tätowieren anwenden. Also das ist jetzt für jemanden wie mich, der schon einen Haufen abgeheilter Tattoos hat, vielleicht ein bisschen mehr Feuchtigkeit der Haut geben möchte und ein bisschen die Tattoos zum Glänzen bringen möchte. Ganz cool. Als Pflege würde ich das jetzt nicht benutzen. Alter, Lotion und Zewa, ne? Ich weiß doch, woran ihr kleinen Schweinchen wieder denkt. The next one. Die ist jetzt durchsichtig, die ist extrem fettig. Ich finde es persönlich extrem unangenehm vom Auftragen her, weil ich gleich alles so an den Händen bappend habe. Ich meine, du musst ja ein Tattoo 5 bis 6 Mal mit einer sehr dünnen Schicht am Tag eincremen. Und wenn ich das jetzt bei einem Tattoo benutze, ich finde das Handling einfach richtig wack. Was aber geil ist, es bringt mein Tattoo richtig nice zum Glänzen. Das heißt, wenn ich mal ein bisschen fresh aussehen möchte, ist das ganz cool. Geruch riecht auch nicht nach Parfüm oder so, ist relativ neutral. Irgendwas ist drin, was ich nicht definieren kann. Das zieht mir zu wenig ein, und das ist... Jetzt habe ich diesen ganzen Papa in den Händen. What the fuck? Was war das? Vaseline. Mach keine Vaseline aufs Tattoo. Das ist während dem Tattoo-Vorgang sehr sinnvoll. Vaseline zur Pflege zu benutzen, macht gar keinen Sinn. Es ist pures Fett. So, du verstopfst die Poren, es hat überhaupt keine heilenden Wirkstoffe drin. So, das Handling ist super ekelhaft. Absolutes No-Go. Nein, keine Empfehlung. Ich lasse mir noch mehr schmierige Substanzen von Janice auf die Hände bringen. Welcome back, frisch gewaschene Hände und ready für die nächste Tour.
Hier haben wir schon wieder einen schönen weißen Film. Ja, ich weiß nicht, ich finde es auch wieder so ein bisschen schmierig, aber das zieht relativ schnell ein. Das ist eigentlich ganz angenehm. Riecht auch eigentlich ganz cool. Also nicht penetrant oder so. Ich glaube nicht, dass ein Parfüm mit drin ist. Zieht schnell ein, ist nicht dumm in den Händen. Ist eigentlich ganz okay. Es lässt sich leicht eincremen. Trotzdem sehr, sehr fettig. Es ist schon arg fettig. Jetzt hast du das alles so an den Händen dran. Das geht auch nicht, also von den Handflächen geht es nicht mehr weg. Also es muss schon immer auch ein Fettanteil, Ölanteil in der Creme drin sein. Du brauchst auch das Öl so als Basis für so eine Creme. Für eine Tattoo-Pflegecreme, so zu fettig möchte ich es einfach nicht haben, weil sonst zu viel dranbleiben kann, zu wenig Sauerstoff an die Wunde kommt und die Wunde muss atmen. Das Tattoo muss atmen. Das ist extrem wichtig für eine gute Abheilung. Wichtig ist, dass das Tattoo vor allem bei den Feinline-Sachen immer so eine leichte Feuchtigkeit hat. Deswegen immer dünn eincremen und lieber öfter am Tag als einmal fett eincremen. Skin Stories unterstützt deine tätowierte Haut bei der Regeneration, Hautverträglichkeit, dermatologisch bestätigt, bla 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 bla. Ingredients: Wasser, Panthenol, Paki-Butter, ganz viele verschiedene Sachen, die ich nicht aussprechen kann, das ist aber normal. Jede Pflegecreme hat eigentlich Panthenol mit drin, hat eine gewisse Butter mit drin, hat irgendein gewisses Öl mit drin und die Zusammensetzung an sich, wie die Rezeptur entsteht, macht die Creme nachher aus. Also das ist dann auch persönliche Präferenz oder so. Also wenn eine Creme Panthenol mit drin hat, ist das schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Das kannst du direkt nach dem Tätowieren benutzen. Kannst du auch schon abgeheilte Tattoos damit weiter eincremen, die nochmal zum Glänzen bringen. Und dann hat das so einen Schein. Jo, sehr nice. So, nehmen wir doch mal die andere Hand zur Abwechslung. Boah, dieser Geruch ist unique. Boah, ich bin ganz schlecht darin, Gerüche zu beschreiben, ne? Aber Hustle Butter riechst du einfach überall raus, das ist crazy. Also es ist ein sehr, sehr schöner Geruch. Hustle Butter wird auch von vielen Tätowierern auf jeden Fall empfohlen. Ich finde es zu fettig, so muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es zu fettig. Also wenn du so Ingredients anschaust, ja, ich habe ja gerade immer Aqua oder Wasser als erstes gesagt. Die Ingredients, die Reihenfolge der Ingredients ist immer nach Menge sortiert. Also das, was am meisten drin ist, steht immer als erstes dran. Hier steht eben die Paki-Butter an erster Stelle, das heißt, das ist reines Fett. An zweiter Stelle steht Seed Butter, dann Aloe Extrakt Butter, dreimal Butter, dann Kokosnussöl. Ach, Kokosnuss ist das. Das ist Sunfloweröl. Also das ist wirklich nur Öl und Butter zusammengepanscht. Da ist gar kein Panthenol mit drin, glaube ich. Auch kein Urea oder so, was irgendwie die Heilung fördert. Kokosnuss ist ein geiler Wirkstoff, ist sehr gut für die Heilung der Haut, aber jetzt eine reine Kokosnussbutter, nur Kokosnussbutter würde ich nicht empfehlen. Ja, All Natural ist geil. Das heißt, da sind auch gar keine Parfümstoffe drin, sondern das ist durch die Kokosnussbutter riecht das so extrem. Ich habe immer gedacht, das ist Parfüm. Ganz wichtig, ganz egal, welche Creme wir hier zeigen, sie ist nie für jede Person hier gleich gut. Ne? Manche Menschen vertragen die eine Creme besser, andere ein bisschen weniger. Ich habe auch einige Cremes, die haben eine sehr, sehr sensible Haut, auf die ich allergisch reagiere, das heißt so einen kleinen Ausschlag bekomme oder so. Da müsst ihr darauf aufpassen, wenn ihr eine Creme benutzt und merkt, oh, da entsteht eine kleine Rötung oder sonst irgendwas, sofort abbrechen, anderes Produkt benutzen. So, let's go. Anderes Produkt, das nächste Produkt. Gar kein Parfümstoff mit drin, lässt sich eigentlich super nice verreiben, bleibt ein bisschen da. Ein bisschen störrisch zum Verreiben, ganz nice. Ja. Auch ein bisschen fettig, merke ich gleich wieder, ist an den Handinnenflächen bleibt das dran so. Kein Parfüm drin. Finde ich sehr nice, finde ich gut, finde ich nicht schlecht. Mamis Best. Unsere Creme. Aqua, hier Paki-Butter an 5., 6. Stelle. Canolaöl, da ist ein Urea mit drin, ist auch auf einer Kokosnussbasis, ist vegan. Wir haben auch ein Panthenol hier mit drin. Wir haben ganz viel Aloe Vera mit drin. Urea ist mit drin. Bombencreme, kann ich nur empfehlen. 5 von 5. Aber kriegt ihr nur bei uns im Studio. I'm sorry. Wir haben ganz viel Zeit in die Entwicklung investiert. Stehe ich hinter dem Produkt. Und auch in der Blindverkostung. Ganz gut abgeschnitten. Sehr nice. Boah. Ich finde die so ein bisschen unangenehm vom Geruch. Die ist auch super fettig. Wow, vom Feeling her würde ich fast sagen, das ist die originale Bepanthen. Classic. Funktioniert natürlich für Tattoo-Pflege sehr gut. Allerdings finde ich sie zu fettig, wie jetzt hier auch gerade. Es bleibt so an den Händen, fängt auch schnell Fussel ein und so weiter. Es gibt noch eine antiseptische Bepanthen. Die finde ich geiler als die normale Bepanthen, auch für die Tattoo-Pflege. Ansonsten Wund- und Heilsalbe.
absoluter Klassiker. Jo, sehr nice. You can hold my hand. Lässt sich auch relativ cool verteilen. Riecht jetzt auch nicht schlecht. Not bad, not bad. Finde ich auch okay. Finde ich auch okay. Also ich finde, sie verteilt sich zum Beispiel besser als die erste Creme, die wir benutzt haben. Allerdings fand ich das Feeling von der ersten Creme nicer. Ist trotzdem auch sehr fettig. Ich mag dieses Fettige einfach nicht so. Das hast du halt bei unserer Creme tatsächlich am besten. Tattoo-Made, Ingredients, Wasser, Panthenol, produziert in Köln. Jo, auch 100% vegan, fragrance-free. With Panthenol. Ich persönlich habe mich durch viele Cremes auch durchgetestet, die ich cool fand oder mal ausprobieren wollte. Fand unsere dann letztendlich am geilsten. Kann sie den Kunden auch nur empfehlen und gebe sie sehr gerne raus. Ansonsten, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, unsere Creme zu benutzen, bin ich tatsächlich Fan von antiseptischer Bepanthen. Finde ich sehr, sehr nice. Cool. Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was geht denn ab hier? Und beim nächsten Video. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, abonnieren, liken, kommentieren. Sagt mir Bescheid, wenn ihr irgendwas Bestimmtes sehen wollt. Lasst mich wissen, wie ihr das Video fandet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Mit getroffen. War das okay? Habe ich mit einem Auge geblitzt? Ja. Fokus war nicht da. Ich habe schon Sommerfahren im Mund. Du hast aber in den so gelacht, das hat man voll gesehen.